Ja, hallo liebe Autofreunde, heute wieder mal zu einem ganz besonderen Film. Mercedes 300 SL, geil wegen Flügeltürer. Also man kann, glaube ich, sagen, das ist einer der spektakulärsten Automodelle oder Autos, die jemals überhaupt auf Straße gekommen sind. Den haben wir heute. Wir haben einen schönen Abend, wir haben gesagt, jetzt fahren wir mal ein bisschen weiter. Traumhaftes Auto in einem traumhaften Zustand. Und wie der fährt und was der alles kann, das zeigen wir euch jetzt mal. Springt sofort an. Ja. Ja, jetzt sind wir hier im wirklich legendären Sportwagen, legendärer Supersportwagen der 50er Jahre. Mercedes 300 SL Flügeltürer, die sind gebaut worden in Serie ab 1954, aber nur bis 1957, das war der erste Wurf, sind davon 1400 Autos gebaut worden. Und bis heute ist es das legendäre Auto. Also jedes Kind hat sowas entweder mal als Spielzeugauto gehabt, das sind legendär die Flügel, die nach außen hochgehen und runtergehen. Wir zeigen euch das nachher mal richtig nochmal, wie das optisch aussieht. Ein irres Auto. Der Wagen hat einen Gitterrohrrahmen, den hat man aus Steifigkeitsgründen gebaut. Ganz komplex, wenn man mit so einem Auto mal einen Unfall hat, ist es ein richtiges Problem, das wieder richten zu lassen. Naja, das Auto hat 215 PS mit einer 3-Liter-Maschine, 6 Zylindern. Der hatte die erste Benzineinspritzung und hat damit 250 Stundenkilometer Spitze geschafft. Das Design von dem Auto ist sehr windschlüpfrig, also er hat eine ganz flach geneigte Linie, Formensprache. Vorne die beiden Hutzen, die man sieht auf der Haube, die brauchte man, weil der Motor schief eingebaut war und weil sonst die Einspritzpumpe nicht mehr reinpasste. Ich meine, heute ist das ein Designelement, aber damals zu der Zeit, da brauchte man das und hat man gesagt, gut, dann machen wir einfach 2 Beulen in die Haube, das sieht nicht nur toll aus, sondern dann können wir auch die Rennmaschine unterbringen. Also dieses ganze Auto ist ja gefahren ab 1952, das war ein Prototyp. Damit sind sie Rennen gefahren, waren wahnsinnig erfolgreich. Und der Max Hoffmann in New York, das war der Generalimporteur von Mercedes, hat gesagt, Freunde, so einen Wagen brauche ich für die USA, das wird ein Riesenerfolg, sowas gibt es hier nicht. Naja, und dann hat man den Wagen produziert und das stimmte tatsächlich. Also man hat in den ersten 3 Jahren, wo der produziert wurde, 1480 Autos abgesetzt, das ist eine Menge. Das heißt, die meisten Autos, die seinerzeit produziert wurden, die sind in Amerika verkauft worden. Zu der Zeit war ja Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erst wieder auf dem Wege nach oben. Ging eine Menge Leute nicht so gut und so ein Wagen hat damals fast 30.000 Mark gekostet, war exorbitant teuer. Der Wagen ist aber auch wahnsinnig aufwendig gebaut, das muss man einfach sagen. Und seitdem es diesen Wagen gibt, das Auto ist ja von den schönen und reichen und besonderen Leuten bewegt worden und gekauft worden. Seitdem sind die Preise am Steigen. 300 SL, das ist sowas wie die Leitlinie, was die Preise angeht in der Oldtimer-Szene. Es gibt natürlich immer mal leichte Schwankungen, aber wenn man sich die Bauzeit im Vergleich zu heute anguckt, hat sich der Wert von so einem Wagen vervielfacht und das hält an. Also gute Autos heute kosten 2 Millionen Euro oder knapp drunter, das hängt halt an der Qualität. Es gibt aber auch schon welche für 1,4 Millionen, die sind da nicht ganz so perfekt, aber so in dieser Range bewegen sich die Autos. Und was wir hier im Moment gerade haben, das ist ein absolut sensationelles Auto. Das Auto hat Jahrzehnte in einer bedeutenden Sammlung gestanden und ist vorher von jemandem voll restauriert worden, den ich kenne, der bekannt ist für exzellente Arbeit hier in Deutschland. Also das ist eine Referenz, eine Visitenkarte für den Wagen. Also nicht nur die Historie, wo er sich immer bewegt und aufgehalten hat, sondern von wem er gepflegt wurde und von wem er dann auch letzten Endes restauriert wurde. Ja, wir fahren im Moment noch ein bisschen langsamer, ganz einfach deshalb, der hat 11 Liter Öl und 11 Liter Öl müssen erstmal warm werden. Und wenn ich so ein Auto, wenn er kalt ist, voll Gas gebe und drauf trete, mache ich ihn kaputt. Also der muss mit viel Fingerspitzengefühl bewegt werden. Aber wir haben heute eine schöne Außentemperatur von 21 Grad, trockenes, schönstes Herbstwetter. Und das ist natürlich auf den Straßen, jetzt wo die Touristen alle wieder zu Hause sind, herrlich. Wir haben relativ leere Straße. Und dann so ein Wagen, wenn der ein bisschen warm gefahren ist, man sieht auch hier schon Öldruck ist ganz oben. Er hat jetzt, Wasser ist aber knapp 100 Grad, hier vorne Öl
geht langsam hoch, ist jetzt auf 50 Grad. Er hatte eine ganz tolle Instrumentierung hier. Da ist der Tachometer, da gab es eine Warnung. Wenn man die falschen Reifen drauf hatte, dann sind die einem um die Ohren geflogen. Wohlgemerkt, aber 250 Sachen schnell. Da muss man die richtige Bereifung da fahren. War sehr drehzahlfreudig. Also die 300 SL-Maschine konnte man bis 6000 Umdrehungen drehen. Und ab 4000 brüllt der ja richtig los. Da entwickelt er eine Soundkulisse und geht auch richtig ab von der Geschwindigkeit her. Er hat übrigens einen 100-Liter-Tank, kurz mal was zu den Daten. Und verbraucht so, ich sag mal so um 15 Liter herum. Man kann ihn auch mit 20 fahren, man kann ihn auch mit 12 fahren, also je nachdem, wie man das Auto fordert. Was übrigens wichtig ist, er hat keine Scheibenbremsen, er hat Trommelbremsen. 1957 wurde ja dann der Wagen eingestellt, dann hat man den Roadster gebaut. Den gab es am Anfang auch noch mit Trommelbremsen. Und bei Trommelbremsen ist es einfach wichtig, dass sie gut eingestellt sind, weil die sonst nicht richtig geradeaus ziehen. Ganz wichtiger Umstand, er hat Trommelbremsen, der läuft klasse. Ja, hier das klassisch designte Armaturenbrett hier vorne auf dem Armaturenbrett sitzt der Rückspiegel, schön aus Chrom. Wie gesagt, Zustand bei dem Auto in allen Details ist wirklich klasse. Da oben hat man so einen kleinen Aschenbecher, damals hat man ja auch geraucht. Gibt hier auch einen Zigarettenanzünder, der ist hier vorne, hier könnt ihr das sehen. Dann hier ist die Hupe vom 300 SL. Ganz außergewöhnlich ist nicht hier, doch geht da auch, geht da unter. Da sind die Heizungshebelchen. Was bei dem Wagen wichtig ist, der ist relativ warm immer geworden. Klimaanlage gab es ja nicht, fahren die Ausstellfenster. Das ist natürlich eine herrliche Belüftung so. Ja, und hier vorne seht ihr die ganzen Armaturen, da ist der Drehzahlmesser. Hier vorne habt ihr einen Tachometer, der geht immerhin bis 275 Stundenkilometer. Also 250 ist der wirklich gefahren. Ich habe den Flügeltürer mal selber überführt und bin mit dem Wagen 250 gefahren. Also man muss den halt wirklich festhalten. Da brauchen wir echt einen guten geraden Auslauf. Man muss sehr aufmerksam fahren. Da hat er hier links und rechts, nee, das ist Lichthupe, ne? Nee, da ist der Blinker, links ist der Blinker und da ist die Lichthupe. Und was man dann noch hat, man kann den hier vorne, das ist so ein Öffner, dann klappt das Lenkrad um, das zeige ich euch nachher mal, damit man besser einsteigen konnte. So, hier vorne der Schriftzug Mercedes 300 SL, da zündet man den Wagen, dreht ihn rum und hier ist VDO, also in dem Wagen ist alles top authentisch, top original, so wie es gehört. Und das in einem vorzüglichen Zustand. Das Auto ist ungefähr schon vor 25 Jahren restauriert worden, aber hat in einer erstklassigen Sammlung verbracht, die letzten Jahrzehnte sogar. Und man hat da jetzt umstrukturiert. Deswegen ist der Wagen überhaupt an den Markt gekommen. Und das Interessante ist, wir haben in der gleichen Farbe auch einen Roadster. Und die einzige Sammlung, die Roadster und Flügeltürer in der gleichen Farbe hat, in diesem hellgrün Metallic, das ist Ralph Lauren und wir haben hier genau das gleiche. Also wer im Moment sagt, ich möchte gern ein Pärchen haben, ich möchte beide haben, der kann sich auch bei uns beide kaufen. Wir haben gerade beide da, beide mit Ratschverschlüssen. Hier der Flügel beispielsweise hat Matching Numbers und den Roadster haben wir schon gefilmt, der hat eine Erstauslieferung in Kuba gehabt. Also beides ganz spannende Autos und qualitativ erste Klasse. Oh, da kommt ein Porsche, der kommt ein Healy. Das ist ja super, müssen wir doch grüßen hier. Ne? Ja. Ja, Mercedes 300 SL ist ein absoluter Sportwagen mit wirklich extremen Leistungen. Man muss das Auto aber fahren können. Eigentlich war der Wagen seinerzeit dem Fahrwerk von den Leistungen überlegen. Also das ist eine gewisse Gefahr mit so einem Auto, weil die 250 Stundenkilometer, dafür hat er weder die Bremsen gehabt noch das Fahrwerk. Aber den zu fahren, also das fordert wirklich Mann und Maschine und ist absolut faszinierend. Das ist einer der faszinierendsten Autos, die ich kenne. Ihr kennt ja die großen Sechszylinder aus den 20er Jahren, Mercedes S und SSK. Das war schon der erste große Wurf eigentlich, womit Mercedes seinen Weltruhm begründet hat, und der zweite war er dann. Der Mercedes 300 SL, das war einfach sensationell und das wäre eigentlich an der Zeit, dass Mercedes so große Würfe mal wieder wagt, aber ich wüsste im Moment nicht, welches Auto
diese Rolle einnehmen könnte. Heute wird ja viel kopiert, auch vom Design. Heute auch bei AMG hat man noch diese beiden Hutzen vorne auf der Motorhaube. Aber ich sag mal, dass ein Wagen so klassisch und authentisch rüberkommt wie er, das gibt es heute nicht mehr. 300 SL ist legendär und das wird dazu führen, dass dieses Auto auch dass es eine große Nachfrage danach gibt. Das ist ja ein Wagen, der wirklich weltweit sich immer wieder gut verkaufen lässt. Das muss man in der Sammlung haben und es gibt auch eine Menge Leute, die wollen Geld anlegen. Es gibt ja auch Fonds und da finden sich immer Mercedes 300 SL, das sei einfach mal erwähnt. Das Auto ist legendär und ich sag mal, das was Faszination und Freiheit und Begeisterung angeht, ist der Wagen eigentlich kaum zu toppen. Ich würde so einen Wagen wirklich gerne so auf Nürburgring bewegen, aber das können wir nicht von uns aus zu weit weg. Aber wenigstens können wir hier in den Bayerischen Alpen fahren, aber da können wir natürlich keine Vollgasfahrt machen. Aber hört euch mal den Sound an hier. Also, da geht was. Sound ist irre bei dem Auto. Wenn man sich überlegt, dass er nur 215 PS hat, dafür hat er exzellente Fahrleistung. Hat einen Wahnsinns-Sound, hat auch echt Anzugsauto, wiegt 1,4 Tonnen, also ist verhältnismäßig leicht. Türen sind aus Alu, die Hauben auch. Maschine ist graugroß. Es gab dann ab 1962 die letzten 200 Mercedes 300 SL Roadster. Die hatten eine Aluminiummaschine, war aber sehr laut und ist gerne mal kaputt gegangen. Aber das sind heute eigentlich die teuersten 300 SL. Wenn ihr einen 63er Baujahr 300 SL Roadster habt, kostet ein Auto gut und gerne 2 Millionen Euro. Da gibt es halt nur 200 Stück von und das sind die gesuchtesten. Aber ich sag mal, er liegt noch ein Stück oben drüber. Ein Flügeltürer ist ein Flügeltürer. Sensationelles Auto, absolut sensationell. Ja, hier muss man den Straßenverlauf auch kennen. Ne? Wo die Bäume sind. Ja, was hat sich wesentlich geändert zwischen dem Flügeltürer und dem Roadster? Hier war das immer für Damen ein bisschen schwierig aus- und einzusteigen. Und es gab damals deswegen diese Vorrichtung hier. Schaut mal hier, da konnte man das abknicken und so kam man dann leichter raus. Hat auch nur der Flügeltürer diesen Mechanismus. Und der 300 SL Roadster hat das dann nicht mehr so gehabt. Da gab es dann die normalen Türen und der fasste halt eben sehr viel tiefer. Und dadurch kam man da ein bisschen leichter raus. Also aussteigen geht hier so. Ich mache das jetzt nochmal. Nee, das war jetzt nicht gut. Aber es ist ein Gekrabbel, dafür auch die Griffe hier vorne. Da konnte man sich herrlich rausziehen. Es weiß ja nicht jeder, wozu die Griffe da sind. Ich habe das, glaube ich, eben gerade gesehen. Also wenn man da hinaus will, dann muss man halt ziehen. Ja, die Qualität dieses Autos ist wirklich absolute Klasse. Ich mache euch mal die Türen zu. Also wichtig beim 300 SL, das sind hier die Abläufe. Denn hier vorne läuft ja Wasser rein. Und das ist das Erste, was man beim Flügeltürer gucken muss. Sind die Abläufe hier nicht zugespachtelt, sind die so wie ab Werk. So gehört es perfekt, nicht anders. Ich habe schon einige Autos gesehen, da war das hier zugespachtelt, weil die Leute wussten, dass es besser schwappte das Wasser hier drin. Da muss man also nachgucken. So, jetzt ist er zu, schaut euch das mal an. Also die Handwerksarbeit bei dem Auto ist wirklich erstklassig hier. Ich glaube, ihr könnt sehen, wie der sitzt, auch was der Wagen für Flächen hat. Was nicht so ganz richtig ist, das ist bei den Felgen, da ist der äußere Kranz verchromt. Der ist eigentlich aus Aluminium. Das hier ist Chrom, das hat man da so gemacht. Oder das ist so aufpoliert, dass es so glänzt, aber ich glaube, das geht nicht. Gehört eigentlich aus Alu. Das hier sind die Original-Zentralverschlüsse, die man da mit dem Kupferhammer aufgeschlagen hat. Heute ist das gar nicht mehr erlaubt, sowas zu bauen. Aber wie gesagt, der hat damals eine Zulassung bekommen, 1955. Also unser Wagen ist aus 1955. Deswegen hat er das. Auch wenn man sich hier vorne... Das sind die Lampenringe. Er hat hier noch die Original Bosch-Stempelchen drauf. Die gehören da drauf. Immer mal drauf gucken, wenn ihr euch einen Mercedes kauft. Das gehört da drauf. Dann wisst ihr, der Wagen ist schon mal schön authentisch und schön original. Dann ist auch die Frage, wie sitzt der hier vorne?
Also in dem Fall sitzt der Grill wirklich perfekt in der Karosserie. Man sieht auch daran, Auto hat keinen Unfall gehabt. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, das ist immer wie gucken hier die Stoßstangenhalterung aus der Karosserie. Da unten ist ein Loch und wenn die in der Mitte rausgucken, weiß man, dass der Wagen höchstwahrscheinlich auch keinen Unfall hatte. Ja, was kann man zu ihm sagen? Er ist natürlich perfekt von der Farbe. Das ist dieses hellgrün Metallic, was es bei Mercedes auch gab. Dann hat er dunkelgrünes Leder. Und unser Auto hat in dem Fall auch Matching Numbers. Das ist also belegt. Es gibt ja so ein 300 SL-Register, wo man das nachgucken kann. Ja, dann hat er da hinten originalen Koffersatz, auch in dunkelgrün. Also ich sag mal so rein qualitativ und von allem, was das Auto bietet, gehört das sicherlich zu den oberen 5%. Das würde ich jetzt einfach mal sagen, weil er so gut ist, auch wie er eben gelaufen ist, haben wir ja gerade gemerkt. Übrigens hier die Lautsprecher hat er da unten in der Mittelkonsole, das Becker Mexiko, unterhalb des Armaturenbrettes, kann Paul vielleicht mal zeigen. Dann hat er natürlich, das gesamte Interieur ist neu. Da war das alte wahrscheinlich nicht mehr in gutem Zustand, aber das ist alles authentisch. Der hat das richtige Leder, das feste Leder, hat die Schalensitze, die da reingehören. Übrigens links vorne unten ist die Handbremse. Der hat sonst Armaturenbrett, schaut euch das an. Das Auto ist wirklich ein Gedicht. Also das ist einer der besten Flügeltürer, die wir gehabt haben im Verkauf. Kommt, wie gesagt, nicht umsonst aus einer ganz bedeutenden Sammlung. Und schaut mal hier, so geht das dann zu mit den Flügeln. Und ihr könnt auch hier sehen, schaut euch mal das Dach an, wie das sitzt hier oben. Also das ist übrigens auch immer so eine Schnelle. Wenn so ein Auto mal was gehabt hat, müsst immer gucken, wie schließen die hier oben. Schaut euch mal die Qualität hier an. Also die ist sensationell, das ist neu auch nicht besser gewesen. Könnt ihr bei beiden Türen sehen, er hat die original Sikorit-Gläser drin, der Firma Sikorit. Ja, und also sowas hier an den Alpen zu sehen. Heute sind wir einfach mal ganz frech auf eine Wiese gefahren, weil wir der Meinung waren, so ein schöner Abend, so ein tolles Auto, das muss gezeigt werden. Das ist doch einmalig schön. Da habe ich immer meine Freude dran. Das sind noch die kleineren Rückleuchten. Beim 300 SR Roadster waren die nachher größer. Das sind aber die Originalen, die gehören auf den Flügeltürer. Er hat auch diese Bumpers hier hinten nicht gehabt. Also das sind die Originalstoßstangen zum 300 SR Flügeltürer. Hier könnt ihr übrigens auch auf der Haube sehen, wie die sitzt. Also die sitzt wirklich wie am ersten Tag. Auch der Lackauftrag oder die ganze Karosserie, die ist sensationell. Man sagt ja, Zustand 1 gibt es nicht, aber das Auto ist ziemlich dicht dran. Ja, da hat er das eine Auspuffrohr hinten. Hinten ist ein großes Reserverad. Soll ich das mal aufschließen? Da musst du vielleicht einen Moment mal stoppen, weil du weißt ja, das Gefummel mit den Schlüsseln. Genau, und drück die runter. Ja, so geht's auf. Herrlich. So, jetzt zeigen wir euch mal, wie ein 300 SL Kofferraum aussieht. Hier vorne hat er die Stütze. Öfter mal wird vergessen, das zuzumachen, dann drücken die Leute so und dann hat man immer den berühmten Knick hinten im Deckel. Das ist das Original Reserverad. Hier sieht man auch die Originalfelge, das ist eine Original-Ratschfelge. Unten drunter der 100-Liter-Tank, da vorne ist der Stutzen. Das heißt also, wenn man das Auto betankt hat, musste man immer diesen riesigen Deckel aufmachen. Schaut euch das mal an, das ist noch ein Tankdeckel, was? Und da ging dann 100 Liter rein. Das heißt also, bei heutigen Spritpreisen 200 € waren weg. Und damit konnte man dann ungefähr 450 Kilometer weit fahren. Ja, da muss Schorsch lachen, aber so ist das halt gewesen damals. Ja, aber das ist ein Auto. Also das ist sicherlich mit das legendärste und spektakulärste, was Daimler-Benz je abgeliefert hat. Und das dann in dieser Qualität. Ja, fantastisch. Guck mal, was das für ein Bild hier ist. Schorsch, das ist doch toll, oder? Soll ich hinten zumachen? Ja. Oder Motorraum Motor, ja. vorne aufmachen? Gut, dann tun wir das mal da rein. So, zur Entriegelung, hier vorne ist das Hebelchen. Dann rastet er da vorne ein. Ja, und das ist die Maschine mit der riesigen mechanischen Einspritzpumpe. Also alleine wenn die kaputt geht, kostet das schon Vermögen. Maschine auch voll revidiert. Das Auto ist nur wenige 1000 Kilometer seit der Restaurierung gefahren. Ja, also besser und neuer kann man es nicht machen. Hier sieht man übrigens auch, hier vorne läuft der Gitterrohrrahmen zusammen. Also eine höchst filigrane Arbeit, wo das gesamte Auto drüber gehängt ist.
Man sieht auch, dass die Dichtlippe zwischen Motor und Getriebe neu ist. Also daran kann man sehen, dass ein Auto wirklich vernünftig restauriert wurde. Es gibt so Details, wo man immer nachgucken muss, ist das auch gemacht? Und wenn die zum Beispiel kaputt ist, müsst ihr vorsichtig sein, ob wirklich alles gemacht wurde. Er hat auch das originale Wasserglas da vorne, wird auch nicht immer so ersetzt. So sieht ein Motor vom 300 SL aus. Wenn sowas kaputt geht, reden wir gerne mal von 100.000 Euro. Es ist auch eine Originalmaschine. Mit der Maschine ist er seinerzeit zur Welt gekommen. Jetzt will ich mal gucken, ob das eine NSL-Maschine ist. Nee, er hat ein Verdichtungsverhältnis von 8,5. Das ist ein normaler 300 SL-Motor. Da sieht man da vorne immer. Also Zustand ist wirklich fantastisch. Und ich weiß, wer es gemacht hat. Die sind bekannt für absolut erstklassige Arbeit. Alles fotodokumentiert. Und man kann den Restaurator heute noch erreichen. Ja, jetzt machen wir mal zu, die Haube. Das ist übrigens auch immer ein interessanter Test, wenn man die aus der Höhe fallen lässt, ob sie zugeht oder nicht. So, passt perfekt. Ja, eine ganz interessante Geschichte zu unserem 300 SL. Er ist eben nicht in die USA geliefert worden, sondern eine europäische Auslieferung nach London. Aber Rechtsgelenkte sind niemals gebaut worden. Also ein Auto aus England ist linksgelenkt wie der auch und damit ist der Wagen auch sehr, sehr selten. Ach ja, was wir länger nicht mehr gemacht haben, ist ein schöner Film über den Aston Martin DB5 oder DB6. Zum einen haben wir Nachfrage danach. So ein Auto könnt ihr uns gerne mal anbieten, haben wir großes Interesse an. Also Aston Martin DB5 oder DB6 unter 08036 unter die 7004, das wäre was für uns. Cooles Teil. Echt cool.
Freunde, das war wieder eine Sendung von Freude am Auto mit Cargold in einer wirklich tollen Qualität. Der Wagen ist absolute Cargold-Qualität, ein Top-Wagen, Top Mercedes 300 SL von 1955, Erstauslieferung London. Also ich sag mal, wenn einer, dann der hier, der ist wirklich erste Klasse, hat tolle Referenzen, hat einen super Zustand, ist wirklich gut gemacht. Ja, jetzt haben wir ungefähr 25 Kilometer gefahren, wirklich Spaß gemacht damit. Hier sind wir wieder in Beuerberg, kennt ihr ja, da ist jetzt unser Zuhause für den Wagen. Also wenn ihr Lust habt, das Auto euch mehr zeigen zu lassen, ihr seid immer gerne willkommen. Auch am Wochenende sind wir erreichbar, natürlich dann nach Voranmeldung. Ja, dann bis zu unserem nächsten Film verbleibe ich, euer Stefan. Schönen Abend und ciao.